So, wir sind ja genau hier. Muss noch ein paar Leute kennenlernen. Hier. Da Erkältungsding habe ich, glaube ich, ne? Ich muss erstmal wieder reinfinden. Was ist denn das? Erkältung. Da. Hier. Ja, mit V. Warte, ich glaube, ich hatte... Das geht jetzt nicht hier drin. Jetzt gucken, wo ich meinen Ausweis und so hatte. Muss das gehen? Oh, hallo. Was ist los mit dir? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Ich muss das mal wieder gucken. Okay. Goodbye, Mr. Fishman. Warum schlägst du gegen Tür? Ja auch. Ah, nee, hier war ich ja. Oh je, oh je. Geht wieder, mit der hatte ich ja. Dem auch. Sind denn der Rest der Leute hier? Oder wir werden jetzt erstmal nach Whitechapel gehen. It's locked. Oh, guck. Was gibt es hier? Schillinge. Toll. Oh, ein Brief. Fängt gut an. Hallo Frank, wie geht's dir, mein alter Freund? Es war schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansion. Wo es wo es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Welt... was? Achso, ich fürchte, die Welt Boot Boys stecken in der Klemme. Ich habe daran gedacht, wie du bei unseren letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang zu verlassen. Du würdest nur bereuen, dass du nicht mehr ins East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmere zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämst. Vielleicht könnten wir uns doch noch mal über die Arbeitssuche unterhalten. Ich weiß, dass ich immer brauchst. Was? Ey, was? Du weißt, dass ich immer schon gut rechnen konnte. Also wenn du vielleicht eine Buchhalter für deinen Betrieb brauchst, lass uns darüber reden, okay? Oder in Ordnung, ja, okay. Alter, ich kann nicht reden. Grüß deine Frau von mir, WBB für immer alter Kumpel Buf Digby. Alter. Habe ich nicht verstanden, kannst du noch mal lesen? Nee, danke. Ich muss jetzt wieder reinkommen, ja? Also, boah, lesen ist eine Katastrophe. Deswegen hasse ich manchmal Story Games, wo es viel zu lesen gibt. Und dann auch noch so englisches Zeugs. Sag mal, Buf, was ist mit dir los? Geht's dir gut? Was? Warum? Check ich nicht. Aber Buf, das kann es sein, dass du irgendwie... What do you want? Warum bist du so aggro?
Oh. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know? Wow. Goodbye, Mr. Digby. Oh, krass. $10. Gut. Ach, hier sind wir jetzt wieder direkt in Pembroke. Okay. Ein Skull. Ach. Das. Ach ja. Was soll er darüber versuchen? Ich bin ja jetzt Level 10. Die sind immer nur Level 16. Natürlich. Jetzt sind echt. Könnte ich schaffen. Ich versuch's. Boah, direkt Kampf, ey. Warte. So. Achso, markieren. Ja, ich erinnere mich. Oh, fuck. Aua. Okay, ich bin immun, wenn ich... Ach Mann! Ich muss auf meine Ausdauer achten. Ja, das sieht doch schon besser aus. Nom 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 nom. Genau so. Aua! Wow! Jetzt muss ich aufpassen. Nein, nicht sterben. Ich hab noch genug Blut. Oh, Alter. Oh. Holy shit. Oh, Bestellver Dr. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Zirkland, Pembroke Hospital. Liste der Zutaten und Substanzen. Larimapap. Medizinisches Opium. Natriumhypochlorid, Kaliumpermanganat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Drecksvieh. Ist ja schon bla bla bla. Kennt man. Wo konnte man nochmal die Quests sehen? Da. Das weiß ich auch nicht, aber das würde ich kein verfolgen. Dazu muss ich dahin, also muss ich über die Brücke. Oder ich gehe dahin und gehe dann darum. Das sind sowieso Überleser, Leute rumgammeln. Hello, hello.
Ich hab ein bisschen Hunger, tut mir leid. Weggehauen, ey. Du. Bist du mich gerade mit Salz oder sowas? Weghauen. Oder hinten, guck mal. Die sind gefährlich. Ja, keine Ausdauer, Hilfe. Langsam geht's. Ich will mir Lurk essen. Okay, dann gut Hunger. Was? Ja, ich glaube doch noch nicht. Ach doch, klar. Ich will Oswald schon geredet. Hello again, Mr. Thatcher. Yes, this neighborhood may stink of dog shit. Ja, okay. Oh. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Oh je. Ganz schlecht. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific Hey, Nico. event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Es war ihre Kinder, sie waren verschüttet. Boah. Ah, schwierig. Die meisten Ängste kommen tatsächlich eher aus der Kindheit. Ich frage. Perhaps you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm. I had a bloody fantastic childhood. Verdammt. Nein! Ah, es war wahrscheinlich doch verschüttet. Ach man, verdammt. Woher soll ich das denn wissen? Ach, Mann. Goodbye, Mr. Thatcher. Ja, Scheißendreck, ey. Mit Kopfschmerzen, ne? Nein, nicht anvisieren, sag mal. Ach, verdammt. Das ist ärgerlich. Hallo. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor.
We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ach, verdammt, ich hätte vielleicht erst mit dem reden What sollen. can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. War gut. Ey, war das nicht vorher offen? Jeder eine hat Kopfschmerzen. In Strickland. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed.
I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease, with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Ich bin mal zu dem immer nett, weil er den so anhimmelt, aber richtig Goodbye, heftig. Dr. Strickland. Ah, schwierig. So I Inhalt. can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Oh, Sebo geht doch super. Hier ist das Schimmel an der Wand. An der Decke. Jetzt. Wo war nochmal mein Eingang hier? Ich glaube hier. Ja. Muss mal eben Dinge erstellen. Was gegen Kopfschmerzen? Kann ich auch Kopfschmerzen? Weiß, kann ich nicht. Manu. Wo ist der hin? Aha. Hoch. Nutze. Ja, irgendwas gemacht. Ja. Map ist an sich nicht groß, ne? Also. Weiß nicht, ob danach noch eine Map kommt, aber ich glaube nicht. Gut. Keine Ahnung, wie das geht. Gleich um eine bestimmte Uhrzeit. Das ist ja hier. Ja. Ja. Der Lunge, die. Warum sind Leute? Irgendwas da. Irgendwas lebt da oben. Ach so. Ach, wahrscheinlich sind das so die. Oh, gut. Ich muss noch kaputt machen. Ah. So. B. So. Normal. Aua. Ja, so. Ich dachte nicht wirklich, dass sie eine Vampirin ist, oder? Oh je. Yeah. Es kommt bei solchen Spielen meistens darauf an, wie die Geschichte verpackt ist. Da reicht auch meist eine kleine Karte für aus. Ja. Hier gibt es so viele Dialoge und so. Holy shit, ey. Ein bisschen anstrengend manchmal, so viel zu lesen. 25. Oktober vom Befehlsstand der Wache von Priven an East End Patrouillen. Betreff Vampiraktivität, Krankenhaus erkunden, untersuchen. Vor 3 Tagen hat einer unserer neuen Rekruten ein Gerücht über eine Vampirin vernommen, die sich im Pembroke Hospital London East End verstecken soll. Wir kennen nur ihren Vornamen, Teil. Ihr habt die Aufgabe, euch unauffällig dort zu begeben, alle verdächtigen Aktivitäten bezüglich vorgenannter Blutsäuren zu beobachten und uns anschließend direkt Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Ich dachte echt, die wäre eine Vampirin. Oh je. So dumm. Dummbolzen, ey. Krankheit, aber keine Vampirin.
Ich bin Vampir. Gut, dann haben wir doch ja durch Befehlsstand verpacken. Was? Oh. Oh, ich muss sowieso darüber. Ja dann. Oh, hallo. Da. So. Aber ich hab doch hier noch eine Mission. Ich mach das erstmal. Hallo. Ach. Oh, wow. Ich habe nicht gesehen, dass er auf mein... Hallo, sag mal. Holy shit, ey. Ich bin gerade erschreckt. Ich hab keine Ausdauer, aber... Wow. Was hat der mich gemacht? Holy shit. Oh. Huch. Wo sieht's Wettbrut-Boys? Ich glaube, ich habe in Waldstadt jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen können. Der Name ist Elbi oder Albi. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen. Und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass nun ein Wettboy ist und seine Befehle auch sofort von den Anführern erhält. Albert Palmer. Oh, alles gut. Oh, apropos Blut. Blut. Ich hab's nicht verstanden. Hallo. Nicht gesehen. Aber ich bin halt schnell, ne? Kann ich den jetzt von hinten nehmen? Warte, das wird ganz falsch. Warum wusstest du, dass ich hinter bin? Ich hab mich erst angeschlichen, Mann. Na gut, dann nimm mal den. Aua! Haha, ich bin unverwundbar in der Beißanimation. Das Kämpfen läuft auf jeden Fall jetzt besser als das letzte Mal. Ja, die ist dead. So dann. Was? Was ist denn das? Oh, hier geht's irgendwo rein. Das wollte ich nicht. Geht's da rein? Das... Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Aber ich bin neugierig. Verdammt, muss ich hier oben rein? Ach komm, wie mal rein. Soll schon schief gehen, außer das wieder unbekannt. Und das ist so ein... Ja, ist hier nix. Also. Easy. Oh, Petitionsbrief. Mr. Bates muss aufhören. Seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, beutet uns Cadogan Bates aus. Mr. Bates muss aufhören. Wenn wir mehr Geld und oder anständige Arbeit hätten, würden wir niemals eine seiner halsabschneiderischen Wohnungen mieten. Mr. Bates muss aufhören. Wie oft soll will er schreiben? Wir wissen alle, welche abstoßende Lösung er den Frauen anbietet, die die wöchentliche Miete nicht bezahlen können. Oh je. Der Bates muss aufhören. Stellen wir ihnen gemeinsam bei zur Rede und fordern wir, dass sich sofort etwas ändert. Okay.
Kedoken. So, der Schlingel. Gut. Aber ich muss jemanden retten. Aber mache ich auch gleich. Jo. Was gibt es denn hier? Gibt es hier echt nichts? War das? Oh ja, tatsächlich hier. Aua. Komm. Aua. Keine Aussage gehabt. Hallo, guten Tag, wer bist du denn? Oh, Welt. Na, okay, lass mich mal kurz reden, ja? Danke. Nee, lass mich mit dir reden. Hallo. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Weiter kann ich ja nicht anquasseln. This is Braille. Nicht I need someone who can read this. nicht zu identifizieren. Ach, Heilmittel. Ach so, schon wieder so ein Blindendings da. Oh, das ist gut. Kann ich echt nicht weiter mit dir reden? You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are. Never have been. The old places fall into pieces. But thank you for the advice, sir. Okay. Ja gut, dann verpissen sie sich. Ja. Dubidubidu. Hit. Hier eintragen. Denn hier? Und wurde aufgestockt. Cool. Sportrad. Oder so. Ach ja, tatsächlich. Nee, warte, hä? Tatsächlich, okay. Lost. Die Tür habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Oh, lecker, Ratte. Danke für dein Boot. Ah. Ratten aussaugen. Ratten müssen noch gar nicht so viel Blut haben, oder? So, ich muss nach Whitechapel, aber ich habe hier irgendwo. Scheiße. Dogs. Alle Quests zu machen, so scheinen wirklich nur vier Dinger zu geben. Also 4 Orte. Was nicht schlecht ist. Wird boah. Bringen 6 Einhäuser. Ob das mache ich. Ist schade, dass man nicht alle, also mehrere hier mehrere Missionen. Das ist schade. Hello, hello. Boah. Das ist frech.
Oder Ausdauer. Wow. Alter. Wehgetan. Hey, schau du kurz rein, während sich das Kittelei beschäftigt. Okay, hallo, guten Tag. Gießt du mich alle auf? Ich glaube, das geht doch so nicht, Mann. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Fragen befragen. Ja, 12 Meter, 10 Meter. Aha. Gut. Gut. Guti Loot. Noch mal Loot. Noch mal Loot. Oh. Huch. Sieht auf jeden Fall nach einem guten Spiel aus. Ja. Oh, zweiter Neuwerber von Speer, Louis Cagney, keine Ahnung. Admissar Geoffrey McCallum. Betreff Pembroke Hospital, erkunden Vampiraktivität. Ja, wir beobachten das Pembroke Hospital nun seit 2 Wochen und können Vampiraktivität dort bestätigen. Zunächst haben wir nun Beweise, dass sich eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren, unheiligen Zustand zu verbergen. Ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötige. Ihr Körper wie Wese. Aber es wird noch schlimmer. Der Leiter des Pembroke Hospital ist Dr. Swansea, unserer Gruppenanführer Amanda Tilton. Sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skull am Kanal. Zuvor könnte er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Sola sein. Wenn das stimmt, könnte in Pembroke etwas Großes vor sich gehen. Vielleicht ist es gar ein Vampirnest, geschützt von diesen verdammten Stola-Verrätern. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schweren Geschützen herkommen sollten. Die glauben wirklich, das ist eine Vampirin. Ich krieg die Krise. Die Frau ist einfach psychisch krank. Mann. Aber das macht es auch irgendwie lustiger. Ruhig, da war Crowcroft psychisch, aber der Spione. Ja. Meine Nase gerade. Oh, neues Sammelobjekt, was? Ach du Scheiße. Die große Jagd, Heil unserer gefallenen Kameraden. Heil unserer gefallenen Kameraden. Heil ihrer Tapferkeit, denn wir haben besiegt. Wache hat triumphiert, meine Brüder. Wir haben sie ausgemerzt, die Feinde der Menschheit. Steckt in dunklen Tunneln unter unseren neuzeitlichen Städten. Wir haben ihre Nester und Höhlen gefunden und ausgeräuchert. Wir haben die Fackeln der Schlacht in die finsteren Löcher getragen. Nie zuvor wurde ein solch gewaltiger Krieg der Sterblichen gegen die Unsterblichen geführt. Erinnert euch an unseren Sieg, meine Brüder, denn er bestätigt und besiegelt unser Vorgehen. Niemals schlafen, niemals aufreiben, niemals kapitulieren. Ja, meine Brüder, unsere Methoden funktionieren und dank ihnen ist England heute Nacht sicherer. Dank sei denen von uns, die von unseren Feinden gebissen und getötet wurden und denen von uns, die wir bangen Herzens selbst töten mussten. Als sie sich gegen uns wendeten. Zittert nicht, meine Brüder, zweifelt nicht. Heute Nacht weine ich um unseren gefallenen Kameraden. Ich weine, denn ich bin ein alter Mann, der in seinen letzten Jahren auf dieser Erde sehen konnte, wie sich endlich sein Lebenswerk erfüllt. Die Wache von Priven ist nur ein halbes Jahrhundert alt und doch haben wir viel mehr erreicht als die Verräter von St. Paulus in einer halben Jahrtausend. Dies war unsere erste große Jagd. Lasst die Blutsauger, die unserem Zorn entkommen sind, wissen, dass wir nicht aufhören werden.
aus der Widersacher von Cannister und Gründer der Wache von Priven. Ich lese zu wenig. Besonders laut. Achso, wir sollen zu Teil mal zurück. Dann auf hier auf. Oh, gut. Ich laufe ehrlich gesagt blind, also. Oh, Loot. Oh, da wollte ich nicht. Was looten? So. Ah. Dubidubidu. Ups. Liest du selbst vor, aber das ist meist auch nur Übungssache. Ja, das stimmt. Dafür müsste ich wieder mehr Spiele spielen, wo man viel liest. Aber gut. Aber runter. Elmar, wo bist du? Natürlich. Ja. Hallo. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ja, ja, ja. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Es war ein Missverständnis. Niemand sucht mich. There is no hunt, and nobody is searching for you. You're no threat to this hospital, and you have my word you are perfectly safe here. Your lies demean you, Doctor. Do you really expect me to lower my guard? I know exactly who I am, and what I am dealing with. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Es steht ein Vampir vor And dir. it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Ey, die glaubt mir eh nicht, wenn ich sage, dass sie einer Wahnvorstellung. Komm. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Ist aber komplett gestorben. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Würde es eine deutsche Sprachausgabe geben? Leider nicht. Leider gibt es keine. Also einerseits ärgert es mich, weil es echt anstrengend ist, die ganze Zeit mitzulesen. Wenn man nicht gerade sehr gut in Englisch ist, dann ist das halt leider so. Andererseits passt es halt zu dem Feeling, weil es halt London ist und so, ne? Also wird ganz klar den britischen Akzent raus. Weiß nicht, was die Geburtstaste ist für Dingens. 207. Nee, Quatsch. Ja. 20. Ach, ist das vielleicht in meinem Raum da? Keine Ahnung. Schau mal. Ich schau mal. Dort unterwegs. Oder muss ich einfach zu... Ey, ist es hier? Ah. Stimmt, aber es heißt mir immer die Immersion. Und das alles wieder verwehrt. Muss ich hier machen? Ich hab's vergessen. Bringe
Ja, du so deine Medizin aber zu. Natrium, der jetzt. Eisenzart, da was? Ist da? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Hä? Analyse. Ich bin lost. Ja, wieder Hersteller, die. Aber die Lila hätte ich wahrscheinlich verkaufen können. Das ist aber nicht gewesen, oder? Nein. Wieso? The flower's dying. It needs water. Ich habe dieses Spiel schon zweimal angefangen, ne? Und ich weiß bis heute nicht, wie man dieses Pflänzchen gießt. Ich will es gießen, aber ich weiß nicht wie. Oh, was ist das denn? Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Wow. Scheint was zu bringen, das Medikament zur Welt vor die. Oh, schwierig. Oh, ich hasse Entscheidungen treffen. Oh, furchtbar. Schwierig, schwierig. Gebe ich dieses Placebo dem Dings oder melde ich das? Also er ist ja an sich kein schlechter Mensch. Er will, glaube ich, nur helfen, aber ist halt scheiße. Und Aykroyd, der hasst uns eigentlich. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Hauptsache, der läuft jetzt hier lang. Ach Gott. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation. That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Haben wir jetzt haben wir einen extra Büroschlüssel. Geil. Das ist gut. Mit Wasser vielleicht? Was? Das mit Wasser? Oh. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. Cool, vielleicht mag er uns jetzt erstmal bei allen rumschleimen, wie es nur geht. So muss das unter Ärzten sein. Medikamente zum Dr. Ding so. Wo ist denn der? Das ist Swansea. I cannot enter. Ist auf jeden Fall was anderes. Das ist eine Tür, die nicht aufgeht. Oh, hier sein, oder? Ah ja. Oh. Oh ja. Oh. It's locked, all right. Now that Dr. Ackroyd has been warned, he should make good use of this formula. Gelb. Oh je. Yeah. Was passiert wurde über Gosweg? Männlich, Alter 23. Bla 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 bla. Anmerkung, der Patient zeigt mehrere Anzeichen äußerster Erschöpfung und mehrere Wunden im Rachen, Mund und in der Zunge, aber kein Anzeichen für Grippe. Weigert sich zu reden, behauptet, es sei zu schmerzhaft. Benötigt Ruhe und die Schleimhäute im Rachen müssen erst verheilen, bevor entschieden werden kann, wann er entlassen wird.
Ach, das war der Typ, der sich umbringen wollte, ne? Ja. It's locked. 23. It's locked, all right. Och Mann. Oh. Was ist das für ein Bild? Wieder Bild anschauen. Achso. Okay. Oh, 3 verschlossene Truhen. Ich will mehr. Ich will alles haben. Oh, warte was. Brief an Dr. Swansea. Pembroke Hospital, 14. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea. Ungeachtet der aktuell stark angespannten gesundheitlichen Lage muss ich Sie über einen kürzlichen Fall professionellen Fehlverhaltens in Pembroke unterrichten. Schwester Gwyneth Bennigan wurde unstreitbaren, unprofessionellen Verhaltens und deshalb der Gefährdung eines Patienten für schuldig befunden. Meine Schwester sollte unter keinen Umständen eine Diagnose stellen und Medikamente verordnen, ohne wenigstens dem zuständigen Arzt über ihre Schlussfolgerung zu informieren. Sie kennen mich, Edgar. Ich habe nichts gegen persönliche Initiative, wenn sie im Interesse aller erfolgt, besonders während einer Krise wie dieser. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass eine Schwester eine Diagnose stellt und dann über die Behandlung eines Patienten entscheidet. Das Überleben des besagten Patienten ist kein milder Umstand, sondern bedeutet nur, dass wir gerade noch mal davon gekommen sind. Ich fordere diese Angelegenheit äußerst strenge. Beratungsfeuer Dr. Beverly Aykroyd. Beverly, keine Ahnung wie das. Gwyneth. Aha. Wir Gwyneth mal ansprechen. Komm her. Müsste, glaube ich, draußen rumlungern. Es ist zumindest so. Heißt du doch. Hallo. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Oh, da. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Okay. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Okay, ich dachte, ich krieg mehr irgendwie. Oh, jetzt habe ich hier alle Quests fertig. Cool. Jetzt kann ich bei den Docs weitermachen. Das ist so schlimm, ne? Ich mache immer nur Nebengedönse und dann mache ich das. Ist ja ein Verwandten, meinen Sie? Mhm. Was ist denn los? Also. Warte, ich muss gucken. Teleportieren wäre cool, ne? Ich glaube, teleportieren geht aber gar nicht hier. Warte mal, ich muss hier lang. Und hier durch, denke ich, ne? Und dann irgendwie hier. Oder ne, warte mal. Oh, bitte nicht. Muss ich hier lang und dann hier den ganzen Weg lang? Na, hier so da. Okay. Oh, Loot. Da war doch Loot, oder? Ne, ist doch nur geleuchtet. Okay. Das wäre schon so eine Minimap. Das wäre echt praktisch. Stattdessen muss ich die ganze Zeit auf die Karte gehen. Ah, die haben halt das da oben gemacht. Oder so Unterschlupf wäre schon was. Ja, ja. Ah, die haben sich wahrscheinlich gedacht, die Map ist so klein, da braucht man kein extra Teleportationssystem. Wäre trotzdem cool gewesen.
Finsbury. Bin Skull. Hallo, Skull. Und hier, oh, hallo. Oh, hallo. Easy. Okay, die waren Level 8. Ist sonst noch was? Lauf mal so rum. Leuchtet was? Der, ja, wieder Gedönse. Man kennt es, man kennt es. Oh Gott. Upsi. Es war nicht geplant. Feierlich. Hier ist eine Ratte, warte. Nom nom nom. I have thirst for blood. Ich auch, verstehe dich. Mein Gott, die Blut. Apropos Blut. Oh. Oh, 9. Oh, cool. Ja, der Vampirclub. Ach du Scheiße. Glaubt ihr, die Vampire würden in den zwielichtigen Ecken und Schuppen Londons kauern? Nein, sie verstecken sich in den feinsten Clubs und nobelsten Häusern in West End. Ich weiß genau, dass sie heimlich das Weltreich regieren. Sie haben einen Club, sie sind Personen des öffentlichen Lebens. Sie veranstalten Bälle und ausgefallene Feiern. Wir wollen das Land und unsere Schicksale bestimmen. Wir müssen sie als das enttarnen, was sie sind. Raffgierige Feinde der Menschheit, die diese Welt kam, uns die ewige Finsternis der Hölle zu bringen. Ihr kennt sie, aber ihr traut euch nicht, ihren Namen auszusprechen. Ich werde es tun, schon bald. Und jedes Kind in London wird den Namen dieses Vampirclubs kennen. Clarence Crosshair melden sich für weitere Informationen direkt bei mir. Okay. Beruhigt. It's locked. Cool. Schlafen werde ich nicht. Oh, ich würde mich schon gerne entwickeln. Ich habe 1370, ne? Entwickeln, wie sich das auch anhört. Nee, darauf warte ich ja. Aber, was? Ja, ja. So geht das. Die falsch. Ah, jetzt bin ich hier, lul. Das geht erst später hin. Nicht? Ich weiß es nicht. Der hat Erkältung, die hat keine Ahnung, weiß ich nicht. Erholt sich, das ist gut, das ist gut. Hier ist Kopfschmerzen, kann ich noch nicht. Ich muss, glaube ich, noch Weithilfe, sonst kann ich die restlichen Dinger nicht. Das wäre natürlich auch schlecht. Erkältung. Das sieht ganz schön unlustig aus. Erkältung, Erkältung. Wo ist denn der Fischburn? Machen wir noch was mal mit Erkältung gedönse. Ups. Was ist das denn? Ah ja, das benutze ich gar nicht. Regeneration. Vielleicht sollte ich das mal machen. Das wäre so einfach, ne? Warte, wenn das da so ist, dann muss ich einmal hier rum. Moment. Oh, Loot. Ich freue mich immer über Loot. Oh. Seht ihr da? Oh. Ach man, ich lasse mich so hart ablenken. Das ist schlimm, ne? I cannot enter. Okay, hab verstanden, Spiel. Wohl da nicht lang. Hab schon verstanden. Ah, gut. Hab hier noch Loot gesehen. Hier rum und dann darum, denke ich. Muss ich die Dinger eigentlich immer anschauen, damit die aufhören zu blinken? Ja, okay. It's locked, all right. Okay. Aber so ist es eigentlich, wenn das schon rot angezeigt wird. Heilige.
Level 8. Süß. Sie. Hey! Felix. Das sah lustig aus. Wie er weggeflogen ist. Ich weiß gar nicht, ist in den Kisten jemals was drin? So, oder? Sieht aus, aber irgendwie nicht. Du hast aber Geräusche, ich würde das. Ach so. Ich bin hier lang gekommen. Es sieht so aus, als ob ich wieder hoch könnte, aber auch irgendwie nicht. Vielleicht muss ich erst da irgendwas triggern oder so. Hier kann ich noch nicht lang. Ja gut, ich bin quasi fest. Also ich komme da noch gar nicht hin. Ja gut. Nee, das wollte ich. Warte, wie sind wir? Kapitel 2. Wie viele Kapitel gibt es in dem Spiel? Kann das mir jemand sagen? Dann mache ich das erst später. Ne? Mache ich Albert Palmer. Jemand der Blindenschrift. 1 von 4. Hey. Oder ausschlagen. In dieser Kasse. Später im Spiel. Oh. Ach, ich muss über die Brücke. Ich kann alles kaputt machen. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber es funktioniert. Bin ich hier runter? Da will ich rein, nicht runter. Okay. Ich versuche irgendwie ich muss sagen, irgendwie alle immer zu heilen, so dass kein Chaos ausbricht. Aber das wird, glaube ich, etwas schwierig. Aber ich versuche es halt. Denklich, das ist schon mal gar nicht gut. F Inside. Gut. Oh, Ratten. Hallo Skyser oder willkommen zurück. Oh Gott, hallo. Chaotic Players, Dankeschön für der Follow. Gut. Warte, ich bin von da aus. Und bin schon ein bisschen lost. Hallo, guten Tag. Aua. Was ich mache, kämpfen.
Na. Ah, fuck mal läuft. Merken, auf Treppen niemals kämpfen, in keinem Spiel. Das funktioniert nicht gut. Ja, was hast du denn für eine Scheiße? Nicht drauf müssen. Geht. Hier geht's. Ja, nein, ich wollte hier an Wasser. Fuß auf das Skull. Ich wollte die Ratte nicht aussaugen. Ist einfach so passiert. Das funktioniert ja. Super geil. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Ich bin auch noch gezwungen zu trinken. So. Okay. Und Spunde weg. Weiß noch nicht mal, wo ich war. Ja. Ich werde mich mal ums Essen kümmern. Viel Spaß dort. Vielleicht bis später. Okay, dann macht das. Gut Hunger. Wie mehr nicht? Belastend. Ui. Immer dieses Babygeschreie. Oh, ich glaube, ich habe den NPC verpackt. Ich glaub nicht. Aua! Aua! Würde er nicht einmal automatisch umswitchen, dann wäre es viel einfacher. Alter. Ist Whitechapel, ne? Was gibt's hier?
It's locked. Okay. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Warum kann ich hoch? Aber wahrscheinlich kann ich deswegen hier hoch. Damit ich wieder hier hin kann. Oh, der sieht tot aus. Okay. Hello. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London, so you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Mal. Ja, ein bisschen netter sein. Was habe ich denn getan? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. Oh. Goodbye, young man. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lappy. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up.
Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Und Alkohol. Überhol nicht. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Da hat er wohl recht. Hallo, was? Adosserei? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Hallo auf jeden Fall. Und er hat Erschöpfung. Ich habe aber nichts gegen Erschöpfung. Das ist schlecht. Und er hat Migräne. Alkohol und so, nur das ist wenig. Was nicht? Hallo, Party. Oh, warte mal. I have this thirst for blood. Ich sehe nichts. Also, nichts an Menschen. Oh, Moment. Oh, hallo. Guten Tag. Ich habe schon nicht. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Weil Hinweis benötigt. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ja, gut. When science fails you, this elixir will give you faith again. Oh, Blut. Blut. Warte mal. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. So ist das geil. Huch, Stiggy, Dankeschön für der Raid. Wie geht's? Wie steht's? Unterlader der Raider. Wie war dein Stream? Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way.
Oh. Der lässt uns rein. Oh, erstmal looten. Erstmal klauen. Okay, erstmal mit dem Reden. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Oh. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Mein Gott, ist ja depressiv. Holy shit. Das ist ja fast grausig. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Oh, das sage ich mal. Goodbye, young man. Take care of yourself. Überlustig wurde gefollowbottet. Oh je. Boah, sowas hasse ich immer. Sowas hasse ich immer. It's locked. Oh Gott. Professionelle Vampirjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Priven zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmetzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde, sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen, seien Sie schlau. Verbreiten Sie die Kunde. Clarence Cosley, wenn Sie für weiter... Oh ja, gut. Oh je, oh je. Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Sie jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Familie Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wet Boot Boys wurde ordnungsgemäß berücksichtigt. Es sind schwere Zeiten, Sir, und Finch oder Harper berücksichtigt zuerst jeden Bewerber, die unsere flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben mein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Hochachtung, Sir R.D. Harper. R.D. Harper, so. Ja, gut. Gut. Mein Gott, der Typ und... Entschuldigung. Gut depressives Stück. Entschuldigung, aber... Oh, hallo. Excuse me, sir.
I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ja gut. Goodbye, Mr. Peterson. Okay, sein Move war komisch. Guten Tag. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Okay. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one.
So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Interessant. Right then. Show me what you have. Ich habe 495. Okay. Habe ich da schon wieder eine Marke hingestellt? Und da ist Petescu. Ich mit ihm. Okay. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Aha. Aber wie hoch komme ich darüber? Hier offen aber nicht. Ach ja. It's locked, all right. Kann ich nicht einfach jetzt wieder in die... Oh. Okay. No one's there. Kann ich nicht einfach hier durch? Ich glaube, das wird so lange gehen, die Animation, bis ich den Weg gefunden habe. Beobachten. Glaube ich. Ich muss halt gucken, wie ich das mache. Mit F, oder? Ach jetzt. Aha. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned.
Ich wollte hier irgendwas Neues, ich weiß Fancy nicht. buying something, sir? You never lose your focus, do you? Ja. Nee, das war der Typ. Goodbye for now, Mr. Lewis. Oh. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Bestätigt, es war eigentlich so schlecht. Oh je. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city.
Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean? Quite a... Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Okay. I have heard enough for tonight. Goodbye. Oh, der hat Erschöpfung. Hier rein? Nö. Ja. Warum kann ich hier hoch? Manchmal ist es verwirrend, weil ich dann einfach irgendwo hoch kann. Oh, hallo. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly.
Das ist die Stumme, die... Oh Mann. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Oh. Der hat einen Kreuzearsch. Aua. Aua. Holy shit. Alter. Upsi. I'm here, bitch. So. Bring wir hin. Hey, hör auf mich zu verbrennen. Alter, hier ist ganz eng zum Kämpfen. Aua! Boah, so. Oh mein Gott. Ich habe nicht genug Blut. Oh, ich muss aufpassen. Alter, du Scheißtyp. Okay, ne, das ist ein bisschen too much. Alter Falter, ey. Holy shit. So, dahin. Da muss ich nicht, dann gehe ich da nicht. Hallo, ich kann mit dir reden. Blümchen und so. Hello again, Miss. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Ist angenehm. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Oha, Darius Petrescus Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ihr einige Monate nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, wo Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meiner fortgeschrittenen Alters führen, deshalb schreibe ich euch heute.
Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich zu tun bringen, damit ich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Damit ich mich... Okay. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkel einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer ewig liebender Vater, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Container. Ich habe 2005 EP. Uiuiui. Man nirgendwo rein. Oh, unbekannt. Hallo, wer bist du? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. Alles But I'd klar. like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Igitt. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Jetzt können wir komplett Take Namen. care of yourself as best you can. Erschöpfung, ja gut. Hört mich nicht. Warte. Wieso kann ich da nicht hoch?
Ach, vielleicht weil NPC in der Nähe ist. Oh, 3 Leute an Erschöpfung leiden. Oh je. I can't believe I'm doing this. Ja, aber ich brauch Blut. Ey, bleib hier. This is despicable. Ey. I can't believe I'm doing this. So. Ich weiß nicht, wohin es da geht. Ah, hier ist ein Blutbad passiert. Holy shit. Das ist der Vampir, den wir suchen. Alter, so viel Blut. Und ein Unterschlupf. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich entwickle mich gleich mal. Das ist hier. Ich weiß es. Und hier ist ohne Buchdings. Oh, hallo. Alter, Hilfe. Nein! Sag mal, holy shit, was war denn das jetzt? Oh. Weiß noch nicht, wo der zuletzt gespeichert hat. Okay. Ach ne, hier ging's raus. So. Keine Ahnung, warum die mich vorhin so extrem zerstört haben. Oh, Blutersucht. Vampire trinken Blut. Diese fantastische Besonderheit ist womöglich die bedeutendste Eigenschaft ihres Zustandes, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe darin jedoch nicht das wichtige Charakteristikum ihrer Ernährung. Seit ich sie studiere, hat mich fasziniert, wie sie diese umgängliche Verlangen nach Blut ertragen. Wollen es mehr als alles andere, und dieser Drang lässt sie sogar leichtsinnig werden. Wenn sie es trinken, scheinen sie eine Art kurzen Trance-Zustand zu erleben. Eine ekstatische Erleuchtung, wie mir einst ein UNCUT in Moskau verrät. Dies ist der entscheidende Schritt zum Verständnis des Daseins und der Natur von Vampiren. Sie trinken nicht, um zu überleben, sondern weil sie es berauscht. Jeder einzelne Vampir ist süchtig nach Blut. Es ist Teil ihres
ureigenen Wesens und jene unter den Unsterblichen. Sie will nicht weigern, ihr Durst nachzugeben, werden doch sie völlig von dieser Sucht befreit. Aus die Enthüllung der Nacht von Asher Toltree, Primas von St. Paulus. Ah. Blut, Blut, Blut. Geld, Geld, Geld. Oh. Wo geht's da lang? Ach so. Die war ich schon, oder? Nein, nicht runterfallen. Okay, wehe, die sind ja gespawnt. Ich glaube nicht. Gut, ja, sogar zwei Dinger. Erschöpfung, Alter, 1, 2, 3, 4. Die Erschöpfung. Den Rest habe ich eh wieder vergessen. Cheat ist, glaube ich, 1 oder 2 Leute. Geltung. Eine kann ich noch nicht, aber Erschöpfung habe ich jetzt massig. Gut. Dann werde ich die mal eben heilen, dann werde ich mein Dingens entwickeln, also meine Skills erweitern. Hey. Muss ich erstmal suchen. Oh, Ratte, lecker. I have thirst for blood. Was will ich denn? Die ist gesund. Das sind Ratten. Und Cheetos kann ich. Ach, warte, apropos. Ah ne, ich muss dann Richard-Ding und so finden. Gesund, gesund. Erschöpfung. Komm her, Junge. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Alter. Das war ja aber... Oh. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Ach so. Konnte ich dir nur alles geben? Goodbye, young man. Nein, das wollte ich Take nicht. care of yourself. So, I'm not bothered. Hä? Wie ging das denn nochmal? Beim Mesmerin will ich hier nicht.
Ich würde es ihm ja geben, aber ich kann es nicht. Goodbye, young man. Ich muss mal ganz kurz gucken. Medizinische in den Band ziehen. Mit E. So, I'm not. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in this world? Okay, so. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Nein. Mehr habe ich. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Wo ist der... Oh, da. Okay. Guten Tag. Good evening, Doctor. Can I help you? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Aber manchmal habe ich dieses Bedürfnis, wenn ich halt alle Informationen habe, dass ich die ja einfach aussauge, also umbringe. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Sicher, dass du 6 Stunden durchziehen möchtest, wenn du... Ja, hatte ich vor. Also, vielleicht nicht 6 Stunden, vielleicht auch nur 5 Stunden, aber so ein bisschen Gameplay wäre schon gut, oder? Also, das Spiel frisst halt leider sehr, sehr viel Zeit, wegen den ganzen Dialogen. Also, ja, schwierig. Aber da muss man leider durch. Wer war jetzt noch erschöpft? Albert. Oh, wo war denn der? Da hinten, ne? Nur, ja. Also je nachdem, leider kriege ich ein wenig Kopfschmerzen bei dem Spiel. Das glaube ich falsch, verdammt. Weil das Lesen halt sehr anstrengend ist. Kann ich mich hier irgendwo herumgammeln? Die tue ich auch schon Englisch gebrabbelt. Ja, ja. Ich kriege auch leider sehr schnell Kopfschmerzen, wenn ich nur Englisch höre irgendwie. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht weil mein Gehirn die ganze Zeit versucht zu übersetzen oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo war denn hier dieser... Nee, nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo war denn der Anfang? Hier, glaube ich, ne? Hier, glaube ich, ja. Ach, Mann, ey. Es wäre cool, wenn die markiert werden oder so, dass man weiß, wo die ungefähr rumlungern.
Bin ein bisschen lost da. Ach Mann. Hier wurde aufgeschlossen. Ich habe Shortcut freigeschaltet. Cool. Ja, wo war denn der Anfang? Oh. Ach, der Richard, der müsste ja hier irgendwo sein. Irgendwo ist in der Ecke. Die haben immer Kopfschmerzen, die Skulls. Ich bin unsicher. Oh, wow. Oder eigentlich schon. Oh, da habe ich gut pariert. Holy shit. Umgefallen. Na, gleich weiter. Mich erstmal hier weiter um. So, jetzt aber. Da ist er, denke ich. Guten Tag. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Sagt ja, er geht einen nächtlichen Spaziergang. Auf dem Friedhof? Was ist das für ein nächtlicher Spaziergang? If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care.
I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Okay. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the Mute Florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Er hat eine Erkältung. Ich habe aber nichts gegen Erkältung, oder? Was ist denn das? Oh. Erkältung. Good evening, Mr. Niven. And good evening to you. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. I'll leave you alone, sir. Okay. Ich hab gehofft, hier gibt's noch irgendwas, aber ne. Oh, jetzt kann ich halt mit ihr sprechen. Hallo. Hello again, miss.
Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Goodbye then. Cool, danke schön für die ganzen Informationen. Es ist so bescheuert. Das Paket. Ich habe hier noch Lohn. Ui. Na schon, reiß mal das da. Habe ich jetzt eigentlich alle geheilt? Bei Migräne kann ich nicht. Erschöpfung. Albert, ja, den muss ich auch suchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Irgendwo ganz am Anfang, aber... Ich habe vergessen, wo der Anfang war. Aua. Streckt ja anzufallen hier. Ich glaube, es hackt. Jo. Aber ich habe keine Ausdauer. Hey, sag mal. Oh, du Scheißkerl, Alter. Große Oh, okay, von dem muss ich treffen lassen. Okay. So ein Grund, aber warum ich so ein Fieber, oder? Oh. Genutzt es bei... This could be the box Lewis thought he lost. Oh, darin ist ein Brief, okay. Barrett, es gibt keine leichte Art, das zu sagen, darum sage ich es einfach voraus. Wir können so nicht weitermachen, zumindest kann ich es nicht. Wenn Joe jemals herausfindet, dass wir seine Frau und sein bester Freund... Was? Achso. Würde ihn zerstören und dann würde er dich töten. Wir hatten schöne Zeiten zusammen, doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals eine Jane Lewis werden. Du weißt es, ich weiß es auch. Also beende ich es hier und jetzt. Und wenn du meine Entscheidung respektierst, werden wir, Joe, du und ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tage hoffe ich, dass du mir vergeben kannst. Lebe wohl, Jane Peterson. A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Barrett Lewis oder Joe Peterson? Ach du Scheiße. Hallo.
Oh Gott. Alter. Wollte einmal so attackieren. Ich hab doch pariert. Oh, Alter, das pariert ist so seltsam. Ach, Mann, ey. So viele davon. Und Ausdauer. Ich hab kein Blut. Wir uns erstmal umgehen. Ja. Ach, gut, Furchtbar. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Hier bin ich. Was zur Hölle? Oh, hallo. Ich hab keine Ausdauer. Oh. Ausdauer hatte ich echt Probleme. Aua. Böse. Okay. Hier rein. Ach so. Ah, so hätte man auch direkt in das nächste hier reinfallen können. Okay, verstehe. Nochmal lang. Ah. Irgendwo. Ich kann jetzt für 2 entscheiden. Entweder Barrett oder die andere. Oh, Peterson. Ich lieber für Barrett. Muss ich nur erstmal finden. This is despicable. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist unglaublich. Gut, dann mache ich das Hauptquest weiter. Ich hab Bock, 10 Jahre zu suchen. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are.
You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Erstmal looten. Oh. Ach du Scheiße. Das ist erst was Russisch an, eher Rumänisch, glaube ich. Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhafteste Erinnerung habe ich an diese Insel Santorin. Herodot persönlich beschreibt die Insel in seinem 4. Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Auch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Santorin, glaube ich eher, ne? Verbannt als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten sollen hier leben. Das heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd oder der Jagd auf Urokolakas, wie sie hier genannt werden. Laut der örtlichen Mythen und Urokolakas, mein Gott, was ist das für ein Wort? Urokolakas tote Personen, die nicht Wesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten, solange sie frisches Blut trinken. Sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Knoblauch schlägt sie in die Flucht. Die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder anderen Tieren verwandeln. Was mich am meisten überraschte, war, dass von Mittelmeer bis Balkan mit Abweichung überall derselbe Name für sie verwendet wird. Griechen sagen Vrykolakas, die Bulgaren und Makedonier sagen Valkolak oder Valkolek. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und die Serben sagen Vukodlak. Also Vukodlak klingt fast wie die uns wohl bekannteste Bezeichnung Fulkot. Meine lieben Brüder, ein Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese wenigen Worte schreibe. Ich glaube fest daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Vielleicht sind sie die fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott will, kehre ich eines Tages nach Santorin zurück und finde die Spuren dieser vorzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wasser des Wissens trinken von Aschator till Pilmers von St. Paulus. Okay. It's locked, all right. Nee. Alles klauen, was geht. Erstmal mit mir reden. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know.
Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an... Okay, das passiert sonst nichts weiteres. Okay. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Okay. Goodbye, Mr. Petrescu. Ich hoffe, ich habe alles gefunden hier. Ich schätze schon. Kann ich das jetzt öffnen? Ja. Sehr schön. Dieses Tor auch. So, Shortcut muss sein. Guten Tag. Da muss ja ein bisschen furchtbar sein, wenn man hier die ganze Zeit Herzschläge hört als Vampir. Oder Blut sieht. Riecht. Oh, ein Brief. Lieber Chester Dorothy, London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasov bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unsere verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir was? Achso, ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen in deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, er versichert, dass, wenn mir dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen.
denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine doch liebende Schwester Theodora. Oder Theodora. Okay. Oh je, da oben passiert was. Ich glaube, da gibt es einen Kampf. Weil die Musik ist auch ganz sehr... Da. Alles gut, was nur geht. Oh. Jetzt gehe ich nach oben. Mal schauen, was da oben passiert. Nachdem ich alles gelootet habe. Okay, warte kurz. Okay. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Oh Gott, Doktor. Ich bin doch kein Doktor. Das muss I need to wehtun. perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Keine Betäubung, wie unangenehm. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Uh-oh. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Oh, das ist doch The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Was ist? Ich bin kein Arzt. Mann, was ist das? Kann jemand cool was? Ja, oh Gott. Ja, blöd, wenn man keine Ahnung hat von Medikamenten und so ein Scheiß. Verdammt. Ich google das jetzt. Was ist denn das? Oh, okay, okay. Puh, ich glaube, das ist besser. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ich hab's gegoogelt. Jetzt bin ich schlauer geworden. Ich glaube, ich besser und schneller als eine Herzdruckpassage. Hoffentlich. Wird überlebt. Hat er es überlebt? Nein, nicht überlebt. We've lost the pulse. Nein! He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Oh nein. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reed. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I.
But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Hätte man retten können? But I'd best take some samples of the blood for analysis. Ach, das würde mich jetzt interessieren. Hätte man den retten können? Ich weiß es nicht. Ach, toll. I doubt you're here to test my bedside manner. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Außer ich beende es hier und jetzt. Verschwor ich sehe weg, aber sie kündigen. Warten Sie, Sie werden die Gelegenheit vergessen. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Praktisch, wenn man Leute manipulieren kann. Bürger. Es können neue Bürger getötet werden. Nein, will ich doch nicht, aber. Dieser Bezirk wird durch deine Kotze leiden. Oh nee, was habe ich getan? It's locked. It's locked. Okay. Ich glaube, es ist locked. Bin mir unsicher. Warte, ich muss mir das nochmal anhören. It's locked, all right. Ja, ist definitiv locked. Okay. Oh je, ob das so gut war. Ob das so gut war, jetzt weiß ich nicht, ob ich sie lieber kündigen lassen soll. What the fuck? This one stinks already. So. Au. Echt jetzt? Verdammten Jäger, Alter. Schau die Gläser.
Hallo? Ich muss mich gleich mal wirklich hochleveln. Wow. Eieieiei. Das ist nicht gut. Ach, warte, hat er Bronchitis. Moment. Oh je, oh je. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Yes? Noch irgendwas Neues? Ne. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor? It must be my lucky day. Goodbye, Mr. Petrescu. Oh, schwierig. 3,5 Tausend Dingens. Ach. Ich hab den Ort gefunden. Hallo. Fancy buying something, sir? You never lose your... I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? Don't want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Oh yeah. Goodbye for now, Mr. Lewis. Wollen wir mit Joe über irgendwas reden? Also darüber reden? You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Goodbye, Mr. Peterson. Kann ich jetzt auch... Oh Gott. Mit ihm kurz reden? Fancy... You never... Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug.
What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye for now, Mr. Lewis. Okay. Ich muss immer noch den Typen suchen, aber ich habe keine Ahnung. Wo ist der denn? Bin ich so lost? Und mir das eigentlich, wenn ich hier hochgehe. Oh. Ich suche diesen Albert-Typen. Oh. Hab's gefunden. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Good evening, Ben. I'm afraid not, Mr. You don't seem well. I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I will see you later. A gun, alcohol. Ich hab leider noch nicht dieses Migräne-Zeug. Okay. Hab ich den schon getroffen? Also die sind am Heilen. Aber ich habe den wohl getroffen, aber wo? Oh, das ist halt so eine Sache, wenn man nicht genau weiß, wo die ganzen Leute sind. Dass das noch jemand weiß? Bitte schreiben. Hier ist zu.
Ich weiß auch nicht, wo dieser Kettlebell war. Hm. Gut, aber bevor wir dahin gehen, werden wir erstmal zu dem Unterschlupf gehen. So. Ultimate wäre schon mal ganz gut. Diese Kontrolle. Was? Eine Fähigkeit sind so. Sie sogar Vampyr geführt werden. Bla bla bla. Nur spärlich, okay, aber aufgespießt. Oh cool. Ja, okay, alles kommt. Ehrlich. Folgst einen Schattenwürger an den Füßen deines Ziels, die lebendig werden und Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen enormen Schaden zu. Kastriert deine Kraft, um Blut deines Ziels zum Koch zu bringen, bis es wuchtig explodiert und dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe zu Schaden zuzufügen. Ah. Da steht eines Feines. Ich will schon mehrere. Dieses Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Oh, das ist auch cool. Wo ich das mit dem Herz explodieren irgendwie cooler finde. Hört sich irgendwie gruselig an. Kapazität, falsche. Auf den man nehmen. 2000. Boah, ich muss echt nachdenken, was ich ausgebe. Was? Mir war ich mich jetzt auch aus. Das heißt ja auch. Macht das. Oh ja, es ist warm. Ich habe hier sogar alle Fenster zu, damit die Hitze nicht reinkommt. Puh, aber wenn man irgendwann kaum Luft mehr hier drin hat, ist auch scheiße. Ist halt auch cool. Verdammt. Das jetzt ja. Jetzt habe ich noch 300. Wird eine Ausdauer. Oh, ich bin Gesundheit. Ah ne, ich brauche 600 dafür. Okay, ich glaube, ich kann sonst nicht mehr. Doch. Bin bis oder halt
Regeneration. Ah, schwierig. Ich gehe lieber auf Defensiv. So, jetzt bestätigen. Gib Bescheid, wenn du anfängst laut zu werden. Okay, das ist lieb, danke. Huch, Vermisstenfälle in Whitechapel. Immer mehr mysteriöse Vermisstenfälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen müssen, um bei der Polizei ihre Aussagen machen zu können. Auch wenn diese Phänomene im ganzen Land aufzutreten scheinen, konzentrieren sich die Aussagen der letzten 24 Stunden auf eine einzige Gegend im Land Whitechapel in London. Ein weiteres Mal überlasst man das vermählte und abscheute East End mit einem zahlreichen Problem sich selbst. Aber trotz dieser ermutigenden, beleidigenden Achselzuckens der Behörden haben zahlreiche Familien aus diesem Bezirk beim nächsten Polizeirevier das unerklärliche Verschwinden eines Verwandten oder Nachbarn gemeldet. Was ist mit all diesen vermissten Personen geschehen? Wo sind sie? Die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint darin zu bestehen, dass sie krank waren und umgehend medizinische Behandlung bedurften. Vor kurzem war es ein Ort, ein gut gehütetes und nur von wenigen gelüftetes Geheimnis, dass solche Hilfe nur in einer von unbekannten guten Samaritern geführten geheimen Apotheke zu bekommen war. Aber diese scheint geschlossen zu sein und niemand weiß, was aus ihr wird. Haben sie sich ja schon an einen Ort begeben oder doch schwerer aufzufinden. Das wurde sie ohne großen Aufsehen in eine offizielle Institution verlegt. Sobald werden die Londoner Gesundheitsbehörden zu diesen neuen Mysterien Stellung nehmen müssen. EW. Ich stehe. Achso, das ist doch so, okay. Stabil, das ist gut. Gesund, bedenklich. Immer noch. Stabil. Na, da war ich auch noch nicht. Oje, oje, oje. Aber solange es noch stabil ist, alles gut. Bedenklich ist die Sache. Einfach mal hier alles einfach lernen. Jemand wird schon irgendwelche Probleme haben. Ich wollte auch noch... Ich glaube, Stadtgerinnung nämlich ja. Kann ich auch solche Sachen einfach kaputt machen oder so? Was? Du kannst halt auch was mit Forschungsschau. Ja, das weiß ich doch schon. Schaden, 110. Achso. So. Achso, du, ja, doch. Seht ihr mir das jetzt nochmal? Warte, Ausdauerverbrauch. Oh, beides cool. Teil eines guten Griffs. Teil eines guten Griffs. Muss sich das jemand merken?
So. Ne, junger Samuel auf Level 13. Süß. Hier lang, also jetzt rechts. Wenn ich schon da hinkomme, keine Ahnung. Nein. Wenn da zu ist, dann kann ich halt noch nicht hin. Auf. Dieses Kindergeschrei geht mir dezent auf die Nerven, ja. Der Babygeschrei ist es. Na ja, gut. Hui. Was war das? Whitechapel Old Road. Oh, hallo. Ich hab keine Ausdauer. Ach, warte mal. Ich würde das gerne aus. Oh, hallo. Das war. Okay, cool, cool. Ach du Scheiße, hier ist es. Oh, Alter. Das ist halt ein Problem. Komm, jetzt trifft er. Oh. This man stunned me with his face. His crucifix. This is not good news. Nee, das ist wirklich nicht. Was ist denn hier? Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Ach, komm, ey. Na, komm. Oh, oh, fuck my life. Ich habe nicht mit so viel gerechnet. Nein! Ach, Mann, ey, das sind echt viele. Ich habe wohl ein Nest von Skulls gefunden. Oje, oje, oje. Muss ich da durch? Wahrscheinlich nicht, aber... So. Warum bin ich jetzt schon wieder hier? Oh.
Das war echt scheiße. Ja, ich glaube, da wo die ganz Skulls sind, will ich erstmal nicht hingehen. Warte, ich bin wieder zurückgegangen, glaube ich. Ne, ich bin richtig. Da hab ich echt am Arsch der Welt geschickt. Oh. Sehr, sehr schlecht. Da war irgendwo. War das hier? Ja, hier. Noch ein. Wow. Okay, ich wollte das mal ausprobieren. I can't believe I'm doing this. Das Blut. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Oh. Wie kann ich lang? Okay. Beiden darf ich laut Spiel noch nicht dahin. Oh, oder ich gehe dahin. Ja. Auch nicht. Hm. Oh. This is despicable. Wahrscheinlich erst später. Ich muss jetzt erstmal zurück zu Ashbury, glaube ich. Mann, wo das denn? So. Ein Unterschlupf. Ui. Ich könnte halt nochmal versuchen, aber 16 Mal. Nee, wenn es zu viele sind, die Level 16 sind, dann habe ich ja kaum Chancen. Hier ist einer. Ja, ohne Ausdauer ist echt scheiße. I have this thirst for blood.
Oh, ist das hier dunkel? Ist da dunkel, ja. 12, Level 14. Oh, ich mache erstmal die Ulti. Okay, das ist ja cool. Huch. Also manche Skills sind schon cool. Ist ein bisschen schade, dass es so wenige sind. Oh, Wollschall. Ein Wollschall. Weiß nicht warum, aber ich habe ihn. Neue geliebte Andenken. Habe ich... Oh. Okay. Da muss ich mal zu Christina. Ja, zum Friedhof komme ich auch nicht. Nein, das geht ja da an. So. Oh, die will ich. Hallo. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Hinweis fehlgeschlagen. Hinweis Goodbye, Miss. Wow. Nur weil ich... Okay. Vielleicht 2 Sachen fehlgeschlagen. Ich krieg die Krise. Ja, den muss ich erstmal finden. Hier habe ich schon mal alle Quests durch. Das ist schon mal gut. Jemand Kopfschmerzen, aber ich kann keinen Kopfschmerzen. Also machen schon. Ach, keine Ahnung. Ich muss jetzt zurück zu... Okay. Okay, geradeaus nach links. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Whoa! Oder?
schon in Sonne. Ja, schon. Ja. Alter. Alter, kann dieses Spiel endlich mal so reagieren, wie ich es will? Okay. Und jetzt erstmal nicht laufen. Der Fokus hat die ganze Zeit die andere Person statt hier. Tut es mich jetzt, ey. Heilige Scheiße, ey. Och mal, lass das doch mal. Ich will doch nur looten. Da haben die Entwickler irgendwie nicht nachgedacht. F-Taste gleichzeitig mit Loot. Und teleportieren. Aber was brachte mir jetzt, dass ich die getötet habe, außer dass sie jemanden... Hallo. Weiß nicht, irgendwie. I can't believe I'm doing this. Ja. This is despicable. Oh, ich bin hier. Ach stimmt, hier war ja das da. Da geht's zurück. Ist da lang. Ja, eine Minimap wäre wirklich schön gewesen. So unten rechts oder so. Aber gut, ich hab's gefunden. Ja, ist gut. Und? Huch. Oh je. Wow. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize, my lady. I know Einfach exactly mitfühlen sein. what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades.
I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, Whoa. I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Ist einfach so alt wie Very ich. well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some noch älter. secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Oh, hi Domino. Ja. Ach das, und danke für dein Lurk. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting.
Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Es ist komplex. I bid you farewell. For now, my lady. Okay. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Alter. Was eine krasse Sache. Ich glaube, ich rede jetzt mal falsch irgendwie. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Ich habe das gefunden. Warte mal kurz.
Ich würde gerne erstmal gucken, wer noch mal was hat. Der hat Kopfschmerzen. Da gehe ich eh noch nicht hin. Kopfschmerzen. Migräne, Erkältung. Und noch irgendwas hatte dahinter. Erkältung. Okay. Ausdauer. Yeah. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ja, aber vorher würde ich gerne den einen heilen. Müsste bestimmt irgendwo unten sein. Und ich bin in Kapitel 3 angekommen. Hey. Unten waren ja noch 2. Glaube ich. Da. Aha. Hier entdecke ich wohl jetzt was. Aber wo? Ach ja. Ah, ich bin noch hier. Vielleicht geht das auch nicht immer direkt, sondern... Weiß nicht, ob das manchmal verbuggt ist. Oder war ich jetzt so lahmarschig? Toll. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Good evening. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Goodbye, Mr. Thatcher. Ja, Ist halt immer so schnell, aber ich konnte irgendwie nichts machen. Jetzt steht da Untersuchung die Taten des Bürgers. Jetzt irgendwie nicht mehr. Hä? Komisch. Also passiert das jetzt wieder. Aber nur hier irgendwie, wenn ich hier bin. Vielleicht reagieren die auch auf mich. Ja, jetzt gehen sie wieder rein. Warte, vielleicht funktioniert das jetzt.
Ich spamme die ganze Zeit F, also. Ah, jetzt. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Okay. Das, Fuck the war. Right? Eskalierte. And fuck War them da ein all. bisschen. Fuck the war. Fuck them all. Ihr Schlingel. I cannot enter. Und hier 2 tote Täubchen mal rauskommen, danke. Fällt gar nicht auf, wenn ich hier so rumstehe. Soll ich hier rein? Ah, haben sie. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know. I never thought I'd love a man. Genießen Sie Ihre Liebe. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. So. Good evening. Evening, Dr. Reed. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye, Mr. Thatcher. Ja, gut. Er erholt sich. Ach, weil ich muss mit Dr. Swansea reden, aber ich würde gern noch mal nach Whitechapel.
Wo habe ich wieder 1305 EP her? Befug. Waren gesund. Nochmal Migräne. Ich hab's vergessen. Ah, er hat eine Erkältung. Und den habe ich gesucht. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Sag mal, Domi, mal was. Er soll gefälligst vorsichtig fahren. Schön laut, bitte. Schrei jetzt nicht ins Mikro, aber Domino, du sollst vorsichtig fahren, sagt's Geiser. Ich habe ja eh was gekauft. Ui, was denn? Doch, Sniper, ich habe jetzt getrunken. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Oh ja. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Wasser? Ja, natürlich Wasser. Was? Ui, warum stürzt ein Steam ab? Das ist nicht gut. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swanborough shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Ach, du trinkst Wodka, Spaß. Ja, klar. Mhm. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan.
And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Oh, hätte ich sie doch später aufgelesen. Oh, ist das böse. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to Whitechapel no more. Scared, I hear. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates. Wer war noch krank? Migräne Benjamin. Oh Gott, soll ich den schon wieder suchen? Warte mal. Hier war die da. Benjamin, hallo. Hallo. Oh. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Noch irgendwas Neues? Da. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? Not recently. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, alcohol. Ja, okay, gut. Jetzt soll ich den Chat nach. Moment. Ich laufe jetzt erstmal zurück. Ich muss erst mal den Weg zurückfinden. Moment. Oh, was ist das für ein Ereignis? Oh. Moment. Da muss ich erst hin. Wie komme ich da hin? So vielleicht. Warte, so vielleicht. Ah. Ist das auf der Seite? Nein, verdammt. Upsi, falsch gelaufen. Ein Ereignis. Ich muss es holen, suchen, wie auch immer. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Ja, Dorothy. Uff, was ist denn hier passiert? Ich habe mich noch nicht gesehen. Level 24 ist sie. Boah, schwierig. Aber ich werde es versuchen. Mit Level 13. Wird schon schief gehen. Oh, wo kommst du denn her? Komm. Komm runter. Nein! Ach, fuck off. Jetzt. Okay, Dorothy, ich komme. Ich erlöse dich. Moment, du bist Skull geworden.
den sonst? Will ich mich wieder umbringen? Wird schon schief gehen, ne? Meine Ausdauer. What? Was? Ja. Gut, ich bin gestorben. Oh je, wo hat er einen Checkpoint gesetzt? Bitte unten. Oder muss ich die ganzen Viecher noch töten? Hier. Ach Mann, Spiel. Also ich bin ein bisschen lost. Da lang. Eieieiei. Aber den Leuten muss ich das Dings nicht mehr geben, ne? Nein. Gut. Schafft das schon. Ach Mann, ey. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht mehr so viel Blut wie vorhin. Alter, ich bin komplett behindert worden. Gott. Das wird anstrengend. Ich brauche genug Blut für den Kampf gleich oben. Okay, sehr schön. Okay, die ist schon mal besser als vorhin. Boah. Ich schaff das schon. Ich gehe auch vielleicht bis später. Okay, bis später. Ich versuche jetzt nochmal. Falsches gedrückt. Sie ist tot. Ah. Da war explodiert. Widerlich. Da ist Story 4 infiziert worden. Oh je. Aber das war's. Oh. It's locked, all right. Untersuchungsgutschein. Toll, muss ich den jetzt suchen oder was? Ach, warte, Untersuchungs... Was, Untersuchungsgutschein? Bin verwirrt. Wow, wo kommst du her? Ist aber flink. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber gut. Das ist interessant.
Sieht Dorothy jetzt ein Dingens war. Ein Dingens war, ja. Aber vielleicht ist es jetzt... Ah, jetzt ist es doch... Ist die tot. Oje, 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 oje. War nicht meine Absicht. Eigentlich wollte ich alles... Wollte ich das alle leben, aber anscheinend habe ich es verkackt. Hallo. Goodie. Irgendwas Neues? Have you any news on Nurse Crane and her dispensary? It seems her dispensary isn't so busy nowadays. A good thing for the Swanborough cordial. I'd like to see what kind of... Ja, gut. Muss so fahren, ne? Wann, wo ich hin laufe ich denn? Ach, Mann. Hab ich jetzt richtig? Hoffe. Ja. Er schließt einfach eigentlich immer das Tor hier. It's locked. Gut, hätten wir das. Dann reden wir mit Dr. Swansea. Guten Tag. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Oh.
But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Oh, okay. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ja gut, das wussten wir ja. Immerhin ist Jonathan selber dafür verantwortlich, dass seine Schwester tot ist. Trotzdem ist sehr, sehr traurig. Kann ich sonst noch mit ihm irgendwie über irgendwas reden? I need to talk to you, Edgar. Please do so. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Sie kommt nie wieder. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. Wenn er wüsste. Wenn er wüsste. Holy moly. Ärgert mich trotzdem, dass sie halt gestorben ist. Vielleicht hätte ich die nach Hause schicken sollen. Also zurück. Ja, also, ja. Egal. Es ist einfach blöd gelaufen. Da wollte ich gar nicht dran. Hier wollte ich dran. Einmal Schlafi machen und hier brauche ich dafür. Aber so, Stufe 14 benötigt. Ja gut. Ich würde gerne meine Ausdauer erhöhen. Blutsperr finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Du kassierst, erzeugst 3 kleine Blutsperre und versuchst alle Feinde von dir zu treffen. Verglichen mit dem ursprünglichen Sperr sind Reichweite und Schaden der einzelnen Sperre geringer. Du hast einen größeren Blutsperr, der Gegner vor dir durchbohren kann. Die wuchtige Geschosswürze. Kommt das nämlich? Ich hab. Achso, ich hab 3000. Was? Das eigentlich vieles nicht so wirklich. Was zum Beispiel Level 14, aber jetzt. So.
Folgende Nacht. Oh je. Oh. Sekunden sich geändert haben. Okay. Ach du Scheiße. Erschöpfung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Erschöpfungen. Oh, das wird teuer. 5, 6, 2. Uff. Ich gehe mal ein paar Leute heilen, ne? Die sind alle erstopft. Good evening. Evening. Soldier. Not really. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Okay. Erstmal alle, die hier drin sind. I'm quite busy. Wird Neues? Ich glaube nicht. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your... Oh, der ist nur am... Ja, Mann, ey. Good evening, Doctor. How is my son doing? Was ihr so... I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Okay. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I will not let you down, my boy. Okay. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Good evening, Doc. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. Habe ich jetzt alle? Ja, die und der, die sind vorne.
Good evening, Milton. Good evening. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Goodbye, Milton. Und die letzte. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Ja, hau Nurse, rein. you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Dann geht's jetzt ab zum Friedhof. Sind alle geheilt oder sind am Heilen? Oder jetzt, ja, mach das, mach das. Ja, sehen wir uns. Dann bis später. So, kurz Orientierung verloren. Eigentlich müsste irgendwann mein Gehirn sich mal die Karte einprägen. Also so die Orte. Tut es auch so nach und nach. Also ich weiß jetzt schon mal, dass ich hier lang muss. Warte. Ja, ich muss weiter. So, jetzt hoch. Da hole ich gar nicht hoch. Was heißt hier? Dann über die Brücke. Beziehungsweise hier runter. Da sind wir ja schon mal lang gelaufen. Wo ist denn das eigentlich? Huch. Alter, visier doch mal den Scheißtypen an. Danke. Ach, manchmal... Nein, nein, Schenkel, 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 Schenkel. Alter. Ich hänge echt fest. Ich konnte nichts machen, ich hing einfach da fest. Oh, wie ärgerlich. Bodyblock vom Feinsten. Ich dachte, ich soll da hin. Ah. Ich hab da jetzt falsch geschoben bin. Und außer geht halt nichts mehr. Was weg mit dir? Wir werden jetzt nicht nochmal da hingehen.
Mehr Konzentration beim Kämpfen. Aber gut. Ich spiele schon eine Weile, da ist die Konzentration nicht mehr zu 100% vorhanden. Ich gebe mein Bestes. Es wäre halt einfacher, wenn er nicht andauernd das Ziel wechseln würde. Automatisch. Nur weil ich meine Maus kurz bewege, das aber leider normal ist. Naja. Gut. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Und wie lange und worauf? Doch, ich muss jetzt einen Tag warten oder so. I can't believe I'm doing this. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Heißt es, ich darf jetzt... Richard, ja, komm. Also Richard. Jetzt muss ich auch noch warten. Oder wir nehmen... Ich würde gerne Richard erst heilen. Immer wieder anstrengend, Shift-Taste gedrückt zu halten. Warte mal, kann ich mit dir... Hello again, miss. Oh. Tell me, Camellia, how are things now the dispensary is closed? No. Very well. Ah, Richard, da bist du ja. Hallo. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Kann ich hier irgendwas Neues fragen? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? Not at all, sir. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something, but I don't feel like I should. Oder was? I understand your appetite for words and macabre. The nutrition of my mind is more important than my physical health, but I appreciate your concern, sir. I'll leave. Ja. Ja, schätze, ich bin gezwungen jetzt zu schlafen. Ey, da ist komplett unbild. Huch! Ich hab einen Farbschein kaputt gemacht. Schämen sollte ich mich. Schämen. Was macht man nicht? Muss mal eben. Der direkt hier ist, ne? Ach.
hinter. Ja, da war's. Dann muss ich wohl Hayabu machen. Obwohl ich es echt versuche, so wenig wie möglich zu schlafen. Einfach weil ich keine Lust habe, dass irgendwelche Leute sterben. 600. Nein! Das liegt. Wir sind gesund. Oh Gott, bedenklich, das wird immer schlimmer. Gesund ist schon mal gut. Stabil ist okay. Bedenklich, das gefällt mir gar nicht, dass es immer schlimmer wird. Erschöpfung, Erschöpfung, Erschöpfung. Einmal Erschöpfung. So, ich mache einmal doppelt. Weiß nie. Bei eines guten Griffs. Hätte ich vielleicht bei dem einen holen können. Also beim Händler. Warte, vielleicht hat der eine Händler ja das. Moment. Was der? Weiß nicht. Kann sein, dass es die Frau war. Ups. Orientierung am Jungen. Da. Jojo. You again? Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Nein, hier. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Seid glücklich. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story. Goodbye, Mr. Peterson. Oh. Fancy you never... Anderen. Right then. Das brauchte ich. Aber den Rest weiß ich halt leider nicht. Soll ich das verkaufen? Oh, ich kann. Auf wieder. Wer war noch krank? Barrett und der Pfarrer. Good evening, Mr. Whitaker. It's fun. Nichts Neues. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have had enough for tonight. Ach Mann, das ärgert mich immer noch, dass die Dorothy tot ist. Hätte nicht sein müssen.
Wer war nochmal? Ja, der hier. Warte, das ist doch Händler. Der Händler. Lost. Orientiere mich meist eher. Ich orientiere mich meistens komplett gar nicht. Doch, ich musste lang, glaube ich. Ja. Fancy buying? You never... Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Oh yeah. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye for now, Mr. Lewis. Oh, was sagt er eigentlich so? Fancy buying? You never... Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears those who dare to get healthcare from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for sure. Goodbye for now, Mr. Lewis. Dann werden wir jetzt mal los. Eleganter, oh. Was sagst du, dieses Kampfsystem? Ich wette, das wollte ich nicht. Ich wette, mit Controller ist das besser, weil man da wahrscheinlich den Stick benutzt zum Switchen der Gegner. Alter, ich bewege halt noch nicht mal die Maus. Wie soll ich denn gleichzeitig Mausklicks machen und das? Und das alle? Oh, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, warum der noch im Kampf ist. Ach, okay, jetzt geht er weg. Da kommt man aus dem Lager und sie am Leute vermöbeln. Ja, das sind ganz normale Sachen, die ich so mache. Ja, eigentlich nicht. Warte mal. Ich guck erstmal. Aber wahrscheinlich muss ich echt eine Nacht drüber schlafen und bis ich dahin kann. Ja, okay. Gut. Oh, wow. Ach, Skaiser. Oh, die sieht echt schlimm aus. Das ist nicht schön. Sein Aussehen verändert sich echt rasant. 3000 Stimmen. 1500.
600, das hätte ich jetzt. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Nix, alles gut. Alexander und dieser. Ich glaube, das wird nicht besser. Weil die Stütze halt tot ist. Puh, ich verkacke halt wirklich. Scheiße. Nein, das schafft ihr. Nein, bitte lass es. Lass es aus. Nicht jetzt. Nicht während ich hier ein Story-Game spiele. So. Sonst gerne, nein, Quatsch. Nein. Avery, I leave you to care for Hä? Aber ich habe jetzt extra eine Nacht I'm geschlafen. immersed to comfort her. Alter, was sind das für Bänke? Hey, wie muss ich denn Mimi? Warte, essen. I have this thirst for blood. Hey, begib dich zum Stonebridge Friedhof. Ja, aber wie? Oder gibt's hier noch einen Weg? Hä? Ich muss da rein, aber der sagt, seine Mutter ist da und ich habe doch extra geschlafen. Weiß ich nicht. This is despicable. Ja, wie hä? Hallo, ich bin da. Hallo. Was muss ich denn machen? Oh, es gibt noch einen anderen Weg, sehe ich gerade. Och, echt jetzt? Ach, Mann. Umsonst geschlafen. Ach, und die sind gespawnt. Hallo. Aua. Sorry. Diese Ausdauer ist katastrophal. Jetzt mach doch. Und Schmutz. Ah, fuck off. Keine Zeit für euch. Okay, ich hab vielleicht auch Zeit für euch. Gibt immerhin EP. Oh, das war effektiv. Okay, sehr schön, sehr schön. Gut, dann gehen wir weiter. Zurück. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg erst zu Whitechapel und dann drumherum, aber anscheinend nicht. Gut. Ich hoffe, ich laufe noch richtig. So, jetzt muss ich hier und dann links lang. Ist das richtig? Nein. Ups.
Ah, genau so. Ah, ich hab kein Blut. Jetzt aber auch mal mehr. Siehst du richtig? Oh, jetzt noch du. Aua. Kämpfe manchmal. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier runter. Ich wollte doch nur looten. Nein! Ach, komm. Bitte. So, jetzt darfst du. Geld, Geld. Ich will jetzt mal gucken, wie was ist. Ich brauche auch die Funktion. Ich finde das ja erstaunlich cool, dass das so detailliert ist, ne? Also. So, ob ich das richtig mache. Weight Shape ist. Genau, auf jeden Fall. Okay, ich möchte gern wieder zurück. Und ich glaube, ich versuche das Game auch nochmal. Beim Zusehen bekomme ich schon Bock. Das kenne ich irgendwoher. Das auch bei einem Streamer gesehen und dann hatte ich auch wieder Lust. Ach Mann! Ich glaube, also entweder muss ich echt mit dem Controller anfangen zu spielen, damit dieses automatische Rumswitchen nicht wieder passiert hier. Kann nicht mehr reden. Muss die Klappe halten beim Kämpfen. Alter, bleib doch auf den anvisiert. Mann. Nicht optimiert für den PC. Oh, natürlich. Ich glaube, das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel von mir. Dass der die ganze Zeit random rumswitcht. Ja, man kann es in der Einstellung umstellen. Ich kann das mal zeigen. Ja. Anders. Ah, hier, anvisieren, nächstes Ziel. Ich könnte es, warte mal, ich könnte das hier machen. Geht das? Ich weiß ja. Ach, schade, das Scrollen geht gar nicht. So? Nee, okay. Das soll Scrollen sein, aber der switcht automatisch hin und her, sobald ich Maus noch ein bisschen benutze. Ich benutze ja gar nicht das Mausrad. Da ist was schief gelaufen, würde ich sagen. Boah, was könnte ich denn machen? STG ist okay, umschalten. Also eigentlich sollte der gar nicht umswitchen, wenn... Das ist ein bisschen doof gelaufen. Sehen wir, das ist ein Spielfehler in dem Sinne. Egal. Ja, jetzt bin ich hier richtig. My dear sister, I don't know if I have the strength. Du hast nie genutzt? Ja, anvisieren ist ganz gut, weil es leider etwas seltsam ist, hier zu kämpfen. Oh, es sind hier viele Gegner. Jemand braucht Help. Oh, ich helfe dir. Oh, hier. What do you
Ups, falsch. Ach, komm. Gefährlich. So stark wie Zweihandwaffen sind, umso anstrengender sind sie. Hallo, wer bist du denn? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay, tschüss. Goodbye. Oh, Loot. It's locked, all right. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Das ja. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Na gut. Hier kann man aber gut EP holen. Ach, also. Ich mach das jetzt auch mal ohne. Mal gucken, ob ich das treffe. Ja, das dachte ich wieder nicht. Oh, kein Ausdauer mehr. Hm. Ah, schwierig. Der visiert halt dann nichts an und wenn ich dann irgendeine Fähigkeit... Huch, wo kommst du denn her? Ach Mann, hör mich anzustellen, du Scheißvieh. Ist unter meiner Würde. Du machst die ganz schönen Grabsteine kaputt. Was soll das? Und Skull. Das ist definitiv schwerer. Oh, falsch das dann. Einfach weil es kann. Ja. Ja. Ganz lustig. Ich mag das, wenn das... Hallo, so. Ach. Man merkt halt durch und durch, dass es ein PlayStation-Spiel oder was auch immer ist. Und auf jeden Fall ein... As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Schreien, Klappe halten. Oh, ein Finger wird taub. Oh. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, so viel Text. Tagebuch, 12. Oktober. Pfarrer Whittaker ist so rechtschaffen, so voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden.
Seine Worte sind alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm all mein Hab und Gut gegeben. Meine Kraft, meinen Glauben, mein Vermögen. Und falls es nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftun kann. 17. Oktober. Pfarrer Whittaker und ich haben ein verlassenes Haus in der Nähe von St. Mary's aufgesucht. Es war ein schrecklicher und übel riechender Ort. Ratten versuchen, den letzten Bewohnern der baufälligen Wohnung und die Räume streitig zu machen. Die meisten von ihnen waren krank, abgrundtief, schreckliche Gerüche. Im obersten Stock fand Pfarrer Whittaker einen alten Mann, der auf einer schmutzigen Matratze lag und Blut in einer Holzschüssel spuckte. Pfarrer Whittaker kniete vor ihm nieder und betete lange. Dem Mann schien es besser zu gehen. Dann geleiteten wir ihn gemeinsam ins Licht. Ich weine damals und weine auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen. Denn noch nie habe ich eine Seele gesehen, die so erleichtert war, endlich erlöst zu werden. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Es soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wünsche mir ebenso viele Seelen noch retten zu können wie er. Denn es ist ein wahres Privileg, Zeuge solcher Wunden zu werden. 19. Oktober. Heute Nacht waren wir in den Hurenhäusern am Kanal. Ich muss zugeben, ich hatte große Angst, die Zibels über den Weg zu laufen. Aber die Gebäude waren schon lange verlassen. Pfarrer Whittaker erklärte, dass Huren und Infektionen einander anziehen. Ihre Kunden es aber schnell mit der Angst zu tun bekommen, wenn das Wort Krankheit fällt. Im letzten Modell stießen wir auf 2 kranke Frauen, die sich in sündiger Weise unter schmutzigen Decken die Schlafstätte teilten. Wieder war der Gestank furchtbar. Ehe Pfarrer Whittaker niederkniete, um für diese beiden verlorenen Seelen zu beten, erklärte er, dies sei der Geruch des Satans und der Krankheit. Die Frauen waren so gebrechlich und krank, dass sie sich nicht bewegen konnten. Als ich das Benzin auf die Decke schüttete, nun sind ihre Seelen geläutert und gereinigt. Okay, das ist hart. 21. Oktober. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen heiligen Mann verhöhnt. Er verdient mehr Hilfe und Unterstützung. Aber wir alle waren Propheten. Propheten ist er allein. Er bedarf mehr Unterstützung seiner Anhänger. Er braucht Liebe und Liebesbeweise. Morgen gehe ich zurück zum Friedhof und grabe weitere Reichtümer für ihn aus. Die Toten haben keine Verwendung für weltliche Dinge, aber Pfarrer Whittaker und ich müssen schließlich etwas essen. 27. Oktober. Heute Nacht war es zum ersten Mal an mir, die Runde zu bestimmen. Ich entschied mich, dorthin zurückzukehren, wo wir vor 10 Tagen waren, um nachzusehen, ob noch mehr Seelen befreit werden müssten. Pfarrer Whittaker befürwortete meine Entscheidung, denn wie er erklärte, sei das Werk des guten Mannes niemals vollendet und der Satan schlafe nie. Außerdem sagte er, dass er mir viel gleich bei wichtiger Missionen und Aufgaben anvertraut. Wenn ich weiter so viel Eifer zeige, ich kann es kaum erwarten. Heute Nacht wurden 3 weitere Seelen von aller Verderbnis gereinigt. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wage zu sagen, dass wir auf dem Weg zu wahrer Herrlichkeit sind. Boah. Wie hieß es? Katastrophe, ey. Oh, erstmal eine Ratte. I can't believe I'm doing this. Ja, gut. Oh. Ja. Okay. Waren noch Schillinge? Ja. Und gesehen. Oh. Da. Upf. Ja gut.
Unterschlupf gefunden. Sehr schön. Oh. Heilige Symbole und was? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Wenn Sie über Vampiren begegnen, denken Sie daran, dass Sie heilige Symbole fürchten, solange Sie selbst einen tiefen Glauben besitzen. Ein Kreuz, ein Davidstern, sogar ein Olivenzweig können diese Höllenwesen effektiv vertreiben. Werden Sie aber nicht verletzen. Wenn Sie ihnen wirklich schaden wollen, gibt es nur eine Lösung. Vergessen Sie Holzpfähle und Silberkugeln und besorgen Sie sich die stärkste Waffe gegen Vampire. Oral... Ich weiß nicht, was es ist. Denken Sie, dass Legenden und antiken Schriften zufolge bla bla nur zufällig in Atlantis so häufig vorzufinden sind, war? Atlantis wimmelte von Vampiren. Diesen Ort kennt man heute als die Insel Santorin. Persönlich zahle 10.000 Pfund um. An den Mann, der mir echt schön... Ich weiß echt nicht, wie das ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Clarence Cosplay, bla 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 blub. Das kennt man. Ich würde gerne alles klären, weil immerhin gibt es CP. Leider so anhänglich. Das habe ich nicht. So, mach ja. Es sind so viele Tote. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich muss dafür meine Zweitwaffe weghauen. Ja. 64, 65. Moment. Ja, achso, der ist schon mal falsch. Könnte der den anderen noch anvisieren? Ja, der hält das nicht so gut aus. Ach, haben wir. Okay, mehr wollte ich nicht. Und nur. Jetzt wird ich sterben. Okay, alles fein, alles fein. Ach nee, bin ich. I have ich muss da lang. for blood. Ob es zumindest. Weil Einhand-Nahkampf macht auch Bock. Ja, schon. Wozu doch lieber Zweihandwaffen. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony.
ist so I am the schade. resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan. Oof. There is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Oh, das ist so traurig. Schlussrassen finde ich hier nicht so geil. Ich auch nicht. Ich finde die grausig. Also, ich weiß nicht. Richtig schlecht gemacht. Oder ist nur für das nächste Mal ETS eingestellt. Sehr schön. Das ist sehr schön.
skeptisch so, ist das schon der nächste? Was ist hier? Ah, das habe ich hier. Ah, verstehe. Stadtfahrer Wittecker beschrift. Ja. Warte, was war dann noch? Achso. Ich würde mir trotzdem wünschen, wenn es so eine Art Teleportationsgedönse geben würde. Oh, hier. Noch haben sie mich nicht gesehen. Oh, hallo. Den habe ich noch nicht. Hallo, Kuckuck. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Bandstufe 3. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Ich habe eine Frage. Kriegt man die Bandstufe nur, wenn man Leute aussaugt? Ich weiß es nämlich nicht mehr, wie man Bandstufe 3 bekommt. Das würde mich gerade interessieren. Hey, hier sind nur 2. Hey, wie viele? Aber ich bin in Level 15. Das sollte ich jetzt schaffen. Oh, jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt kommen wir. Okay. Ich drücke mal aus so den 4 statt 5. Muss aufpassen. Aufpassen, sagte ich. An. Bam. Triple Kill. Easy. K, weiß ich nicht mehr. Schade. Ja, vielleicht muss ich das nochmal googeln, wie man das bekommt. Weil wenn ich will ja eigentlich keine aussaugen, weil ich glaube, dann töte ich die oder nicht. Oder? Oh, schwierig. Obwohl, ganz ehrlich, es ist jetzt eh schon eine gestorben und nämlich die hier. Weil ich mich falsch entschieden habe. Also kann ich eigentlich auch drauf scheißen, wenn ich ehrlich bin. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Holy shit. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Big Boy. Oh shit. Eines doch gut, das passiert. Ja, trotzdem ärgerlich. Hätte ich mich vielleicht umentschieden, dass sie einfach geht, als dieser Patient da war, hätte sie es vielleicht überlebt. Ich gehe leicht nicht. Ich würde gerne zu Whittaker. Para. Oh. Alle retten ist nervig, glaube ich. Ey, vielleicht spiele ich das Spiel sogar nochmal. Nur mit einer Komplettlösung. Also für mich privat dann. Wenn ich die Nerven dafür habe, weil... Boah.
Okay, halt mal kurz die Klappe. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Money, money, money. Hup, hup. Oh. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Mir ist aufgefallen, in jedem Spiel, wenn es um Gottgläubige geht, die sind alle komplett krank im Kopf. Also wie der zum Beispiel, der tötet Leute, um die zu befreien, um zu reinigen. Also irgendwie seltsam. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Good evening. It's Father. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Ich glaube, ich habe alles. I have heard enough for tonight. Ich glaube mal hier, denke, wir sehen uns gleich. Okay, alles klar. Danke für den Work. Irgendwelche Leute waren hier krank. Sie, ja. Der Blinde ist das, ne? Ja. Ja, da komme ich ja nicht dran. Warte mal. Er wird 5000 EP geben, ne? Wenn ich ihn erstmal. Aber dann wäre ich nicht besser als die anderen. Wenn wir ehrlich sind.
Ja. Weil dann wäre ich ja auch ein Mörder. Schwierig. Good evening. Ja, halt die Klappe. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Natürlich, oder das... Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Goodbye, Miss Swan. Ja, so. Gut, dann machen wir... Ja, der... Das ist halt... Ja, die muss, glaube ich, erst dahin kommen. Das heißt, sie muss eine Nacht schlafen. Gut, dann machen wir jetzt die Hauptquest. Ich muss sagen, ich würde schon gerne den Pharao umbringen. Weil der ja andere auch umbringt. Ich gerade wenig. Ah ja, ich überleg's mir noch. Vielleicht das nächste Mal. Was passiert jetzt? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Wir sind ehrlich, oder? Ach komm. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? War ein Unfall, sie wurde ermordet. Das würde ich... Ah, ich tendiere zu... Eher, sie wurde ermordet. Oh, Dankeschön für dein Follow. Colonel Miles. Was ist das für ein langer Name? Dankeschön für dein Follow, willkommen. Also ich wurde ermordet, es war ein Unfall. Ja, nur Unfall. Ja, komm. It was an accident. A terrible, wenn er nicht erzählt, dass er accident. gleich was er getan hat. And how are you feeling, my son? Ich war, sie ist meinetwegen gestorben. Ich wünschte, ich könnte alles vergessen. Aber solche Sachen sind immer schwierig. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son.
This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Bitte verzeih mir. Ich werde den Verantwortlichen finden. Ja gut, das wäre gut. Und das hier. Weil rein theoretisch ist er ja nicht schuld. Also, der Jonathan ist ja an sich nicht schuld. Eigentlich ist der Typ, der Erschaffer, der Schöpfer von ihm schuld. Ist auch immer so abgehängt. Und dass seine Schwester gerade in dem Moment da war, ist halt echt mies gelaufen. Aber um Verzeihung bitten ist auch gut. Aber... ich hasse sowas. Ich nehme das. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ich glaube, das war richtig so. Großer Ladebildschirm. If Edgar's waren sie ja im Krankenhaus. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Ja, ich glaube, das war schon richtig. Trotzdem sehr tragisch. Ah. Ja, okay. Fuck. Von Ausdauer. Oh. Nein. Ja, alles klar, läuft euch. Oh, das ist jetzt erstmal... Nein. Was ist mit dir? Wahrscheinlich schon, aber er lebt noch. Weil er so viel Kraft haben mit dem Kreuz. So. Oh, die sind richtig anstrengend, die Dinger. Also die mit dem Kreuz. Hier ist auf jeden Fall einiges passiert jetzt nach dem... Ey! Hab ich noch nicht bemerkt? Nee, hat er nicht. Das ist gut. Nein. Boah. Alter. Okay. Ich hab keinen... Wow. Sag mal. Ich hab keine Ausdauer. Ah, fuck, ich hab das falsch gedrückt. Ich hab's überlebt. So, das wollte ich nicht.
Ja, man merkt, dass es jetzt... Die Priester nerven richtig hart, wenn viele Gegner sind. Ja, das stimmt. Boah. Katastrophal. Oh. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Gut, hallo, du bist ja immer noch dran. Ja, aber nicht mehr lang. Ich werde jetzt mit Swansea reden und dann mal schauen, was passiert. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. Oh. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic.
The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Ei. Ist ja nicht so schön. If you don't mind, I have a few... I'd be delighted. Oh. Teil kenne ich gar nicht. Bei mir ist das hier und doch gestorben. Eigentlich ist das Standard, dass er nicht stirbt. Und dass ihr den rettet. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. Oh. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Ja, das war der Riesen. What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. How did the Guard of Prewin come to hear of this? McCallum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Who was that man in your office? Geoffrey McCallum, actual leader of the Guard of Prewin. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. They know I'm here now, don't they? I can guarantee one thing. The Guard of Prewin would never dare to attack the hospital while I'm in charge here. What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Thank you, Edgar. Irgendwas Neues hier? War danach nicht bei der Rettung selbst. Ja, doch, solltest du eigentlich. Also das war ganz am Anfang, wo man dann hier den Dr. Swansea das erste Mal trifft. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the dogs. Kann das hier nicht öffnen. It's locked. Warte, das ist doch jetzt, das Ding ist auch tot, oder nicht? Okay. Oh, das ist ja verschwunden. Oh, Erkältung. Und Erkältung. Oh, zweimal Erkältung. Moment. Muss die mal heilen hier. Ich weiß aber nicht, wie man diese Pflanze... ja, Fischwasser. Und 3, dann muss ich immer einen auf Vorrat. Oh, warte, da hatte ich noch was. Was da? Oh. Dinge, die ich nie benutze. Ich weiß auch nicht warum.
Ich werde jetzt noch eben die heilen und dann mache ich das Good diesmal evening, weiter. Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Ich war auch so ein Monster. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Das war doch der, den man mit dem Doc zusammenrettet, oder? Ja. Dann sitzt er hier. Hier ist ein bisschen Blut. What on earth happened here? Ein bisschen ist gut. Wer war noch mal krank? Kann ich mit ihr irgendwie reden? Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Können wir diese Mahlzeit... Entschuldigung. Oh je, das fand ich ja... Entschuldigung, bitte. Wieder schon... Oh, Gott. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Okay. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Wer war nochmal krank? Ich hab vergessen. Ach, Mami. Wenn man zu schnell ist. Erholt sie. Newton. Achso, der unten. Der unten. Ja.
Können die zwei bitte rauskommen, danke. Mach mal schneller. Muss ich echt auf die zwei warten, ne? Weil ich würde gerne den nochmal heilen und dann für heute beenden. Ah. Sehr schön. Guten Tag. Ich muss mit dir reden. Hello again, Mr. Blight. Good. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Sehr schön. Die heilen jetzt. Hier bin ich halt gerade nicht, aber stabil ist gut. Was haben wir? Achso, das ist der ja. Und da komme ich ja hin, ne? Ja, Westend. Ja, gut. Hat das Spiel gespeichert? Ich hab's nicht gesehen, verdammt. Mal kurz hier hoch. Ansonsten schlafe ich noch eine Runde. So. 1000. Speichert er? Ah, er speichert so, alles klar. Aha. Okay, er hat gespeichert. Na gut, dann mache ich das nächste Mal weiter.